Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael und heute aus dem schönen Ellwangen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Es ist ein bisschen kälter, deswegen bin ich hier wieder eingepackt. Ich hoffe, das geht vom Ton her mit dem Mikrofon hier und der Jacke so. Denn es geht heute um ein richtig tolles Objektiv und zwar das neue Sony 28 bis 70 mm mit der durchgehenden Blende von f2. Das Objektiv ist jetzt ganz neu auf dem Markt und wird gerade erst so langsam ausgeliefert. Ich hatte die Möglichkeit, das Ganze wieder von fotoprofi.de bzw. der Fotoprofi-Filiale in Stuttgart zu bekommen, zusammen mit der neuen A1 Mark II. Konnte ich das jetzt die letzten Tage mal ausgiebig testen. Ich habe das also nicht nur zwei Tage mal bekommen, sondern wirklich eine längere Zeit, damit ich hier einfach mal alles durchprobieren kann. Und deswegen möchte ich euch jetzt das Video hier machen, um euch mal rüberzubringen, was das Objektiv an sich denn wirklich so kann, wenn man es einfach außerhalb vom Studio benutzt, in der Umgebung, in der Natur und einfach mal Real-World-Tests macht. Und da kommen wir direkt einfach mal zum Handling. Ihr seht, ich habe es hier an der neuen A1 Mark II dran und meiner Meinung nach ist das Objektiv für eine durchgehende Blende von 2. Das Ganze gibt es ja auch noch von Canon, da ist es deutlich größer geworden, schon, ich nenne es mal schon fast kompakt. Ihr habt hier 140 mm Länge und 93 mm Durchmesser. Das heißt, ihr habt hier nur ein bisschen mehr Durchmesser als den Filterdurchmesser, welchen ihr hier mit 86 mm habt. Und das Ganze wiegt nur 918 Gramm. Das sind, glaube ich, über 500 Gramm weniger, wie das Canon-Objektiv hat, was ja mit 95 mm Filterdurchmesser und einem Gewicht von 1,5 Kilo einfach schon deutlich wuchtiger ist. Das ist hier bei dem Objektiv einfach nicht so. Wenn ihr das an die Kamera schnallt und das zusammen mit einer größeren Kamera wie jetzt der A1 oder A1 Mark II nutzt, dann ist es schon wirklich sehr handlich und liegt richtig gut in der Hand. Und das hat mich als erstes mal richtig gut überrascht, denn ich habe mit deutlich mehr Gewicht und so ein bisschen mehr Unhandlichkeit gerechnet, was hier einfach überhaupt gar nicht der Fall ist. Ich kann mir sogar vorstellen, das ganze Objektiv mit der Kamera als immer drauf zu verwenden, weil es eben doch so, ich nenne es mal, handlich kompakter ist. Klar, ihr könnt das Ganze jetzt nicht vergleichen mit einem 24-70-2.8, zum Beispiel dem G Master 2. Das ist dann doch nochmal deutlich leichter und auch kleiner. Aber ich sag's mal so, für eine durchgehende Blende 2 ist es schon mal ganz ordentlich. Und so viel mal zum Handling an der Kamera. Ihr habt hier natürlich auch einen Zoomring von 28 bis 70 mm. Ihr habt hier, ich glaube, keine 90 Grad, was ihr hier drehen müsst, was schon mal ganz ordentlich ist. Und ihr könnt das Ganze einstellen, ob das Ganze ein bisschen leichter zu zoomen sein soll oder ihr könnt es hier auf Tight stellen, dann geht es ein bisschen schwerer. Ich bin ein Freund von der Smooth-Einstellung und bin da wirklich sehr zufrieden damit. Also es lässt sich wirklich sehr gut zoomen. Ihr habt hier ein richtig tolles Zoom-Gefühl. Dasselbe gilt auch für den Fokusring. Ihr habt den Fokusring hier ganz vorne. Ihr könnt da manuell fokussieren. Ihr habt natürlich Focus by Wire. Also da ist nichts mehr mechanisch. Es lässt sich aber trotzdem sehr sauber fokussieren, wenn ihr mal den manuellen Fokus nutzen wollt. Dazu habt ihr dann natürlich auch hier den Schalter, wo ihr zwischen Autofokus und manuellem Fokus hin und her switchen könnt. Und ihr bekommt hier auch noch zwei Funktionsknöpfe, welche ihr euch frei belegen könnt. Das ist ja so der Umfang, den eigentlich so jedes neuere G-Master Objektiv mit sich bringt. Was ihr hier jetzt auch noch habt, ist ein Blendenring. Das haben ja nur die, ich sag mal, neueren G-Master jetzt bekommen, dass ihr hier die Blende verstellen könnt. Und auch hier habt ihr das jetzt da verbaut. Ihr könnt den Blendenring natürlich auch sperren, dass ihr den nicht irgendwie versehentlich verstellt. Und ihr könnt den Ring deklicken. Das heißt, wenn ihr das umstellt, dann könnt ihr hier ohne Widerstand die Blende verändern. Das ist fürs Fotografieren erstmal nicht so wichtig. Wenn ihr das Ganze aber fürs Video nutzen wollt, dann ist es umso wichtiger. Das Objektiv bietet euch also von den mechanischen Elementen schon mal alles, was ihr eigentlich so benötigt. Ihr habt kein Bildstabi verbaut, das ist aber völlig normal, weil dann wäre das Ding wahrscheinlich entweder sehr groß geworden oder es ist erstmal so überhaupt gar nicht möglich. Ihr habt ja aber in den meisten Kameras ein Bildstabi verbaut, deswegen ist es hier erstmal kein Problem. Wie gesagt, unter einem Kilo mit 918 Gramm liegt es da doch ein gutes Stück drunter. Ihr habt hier natürlich auch eine Abdichtung gegen Staub und Spritzwasser. Es ist aber so, ihr habt hier kein IP-Rating. Das bietet Sony, glaube ich, bei keiner Kamera und keinem Objektiv so. Andere Hersteller haben das schon. Es ist nice to have, sag ich mal, aber wie gesagt, auch hier solltet ihr keine Probleme haben, damit mal im leichten Regen unterwegs zu sein. Wie gesagt, vom Handling her liegt es wirklich sehr gut an der Kamera und ihr könnt es bei der Größe so ein bisschen mit dem alten G Master 24 bis 70 2.8 vergleichen. Das ist
Zwar ein bisschen schmäler, aber so von der Größe und dem Gewicht her fast vergleichbar. Noch besser könnt ihr es eigentlich mit einem Tamron 35 bis 150 mm mit Blende 2 bis 2.8 vergleichen, weil das Tamron ist einen kleinen Tick länger, dafür aber einen kleinen Tick schmäler, vom Gewicht her aber fast gleich. Das Tamron wiegt da, glaube ich, 150 Gramm mehr oder so. Das hier liegt aber auf jeden Fall deutlich besser in der Hand, weil es einfach irgendwie besser ausbalanciert ist. Es macht wirklich sehr viel Spaß, damit zu fotografieren. Jetzt habe ich aber erstmal genug übers Handling geredet. Kommen wir mal zu der wichtigsten Sache und das ist einfach die Bildqualität. Und da kann ich euch schon mal vorab sagen, das Objektiv ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade wenn wir mal über die Bildschärfe reden wollen, selbst bei Offenblende, Blende 2, ist das Ding schon wirklich sehr scharf. Gerade in der Mitte vom Bild habt ihr da eine richtig gute Schärfe. Wenn ihr da ein bisschen abblendet, wird es noch ein Tick schärfer, aber ihr müsst nicht wirklich abblenden. Also ihr könnt da auch die Offenblende voll nutzen. Im Außenbereich ist das Objektiv ein bisschen softer. Das heißt, es ist jetzt nicht so soft, dass ihr das überhaupt gar nicht verwenden könntet oder so, sondern es ist einfach im Vergleich zu der scharfen Mitte ein Tick softer. Wenn ihr da ein bisschen abblendet, also sagen wir mal Blende 4, dann habt ihr auch da in den Außenbereichen schon doch deutlich mehr Schärfe, welche ihr da sehen könnt. Es ist jetzt aber nicht so, dass diese Softheit, welche ihr auch natürlich vor allem im Weitwinkel dann seht, irgendwie ein Problem für euch darstellen würde. Also ich habe da 0,0 Probleme damit, das Objektiv auch mal für eine Landschaftsaufnahme oder so zu verwenden, weil das ist so ein hohes Niveau, was das Objektiv an Schärfe mitbringt, dass da die weicheren Kanten jetzt auch nicht wirklich irgendwelche großen Probleme mit sich bringt. Man muss einfach auch bedenken, ihr bekommt hier eben eine Offenblende von f2 und das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich, weil kein anderes Zoom-Objektiv bringt euch das eigentlich über den kompletten Brennweitenbereich so mit. Und ja, deswegen habt ihr da vielleicht so ein bisschen einen Tick, eine Unschärfe an den Ecken, aber das ist wirklich nicht schlimm. Und auch beim Autofokus kann das Objektiv natürlich überzeugen. Ihr habt hier, glaube ich, 4 Autofokusmotoren drin, die das Ganze also ordentlich hin und her bewegen können. Und gerade hier an einer A1 Mark II, welche wirklich den neuesten Autofokus und so weiter hat, performt das wirklich auf einem richtig hohen Level. Es geht eigentlich schon fast nicht besser. Gerade eben für ein Zoom-Objektiv 28 bis 70 mm mit einer Blende 2 ist es wirklich richtig ordentlich auch im Autofokus. Und ihr habt jetzt auch den Vorteil, die A1 Mark II ist jetzt auch im Lowlight wirklich besser wie das, was ihr sonst so bei Sony, ich sag mal, bekommen habt. Das hört sich jetzt alles ein bisschen schlimmer an, aber im Vergleich zu Canon oder sowas war es halt einfach immer so, dass die Sonys im Lowlight so ein bisschen schlechter performt haben, sag ich mal, dass da die Motiverkennung vielleicht nicht ganz so gut war und so. Das hat sich hier jetzt wirklich geändert und natürlich mit einer Blende 2 beim Objektiv könnt ihr da auch nachts schon wirklich sehr gut fokussieren. Ihr müsst euch da also autofokustechnisch auch überhaupt gar keine Gedanken machen. Der Mindestfokussierabstand beträgt 38 cm. Das heißt, ihr habt hier jetzt kein Makroobjektiv, aber ihr kommt trotzdem auch mal ein bisschen näher an euer Motiv hin. Da lässt sich also auch schon gut damit arbeiten. Ihr müsst natürlich nur bedenken, bei einer Blende 2 ist eure Schärfeebene nicht wirklich groß. Und dann kommen wir mal zum Gegenlichtverhalten und das ist bei dem Objektiv, sag ich mal, auch schon wirklich nicht so schlecht. Also es ist schon gut, da müsst ihr euch eigentlich keine großen Gedanken machen. Ich zeige euch hier mal ein paar Beispiele. Ghosting Flares. Ihr habt, wenn ihr gegen die Sonne fotografiert oder filmt, im Bereich der Sonne so ein bisschen einen Kontrastabfall und ihr seht auch so ein bisschen was vom Ghosting oder Flares, aber das ist wirklich auf einem sehr hohen Level. Und gerade bei einer Optik, die wirklich sehr viele Linsen und so weiter hat, ist es hier sehr gut korrigiert. Und meiner Meinung nach muss man sich da eigentlich keinerlei Gedanken drüber machen. Auch chromatische Aberration ist bei der Linse so erstmal nicht unbedingt ein Thema. Ab und an kann man mal ein bisschen was erkennen, ist jetzt aber nicht wirklich groß ein Problem. Ein bisschen mehr erkennt man die Low-Cars, also da ist schon ein bisschen was zu erkennen, gerade wenn man irgendwie eine helle schimmernde Oberfläche gegen das Licht hat, dann sieht man da so ein bisschen was im, ich glaube, bläulich-rötlichen Bereich. Ich zeige euch da auch mal ein, zwei Beispielbilder. Aber das ist immer noch ein sehr gutes Niveau. Also gerade lichtstarke Objektive haben da ja immer so ein bisschen Probleme. Deswegen ist es hier jetzt nicht wirklich unbedingt eine Überraschung. Aber es ist nicht so, dass es euch irgendwie davon abhält, wirklich tolle Bilder zu machen. Beim Bokeh, und das habt ihr mit Blende 2 bei 70 mm wirklich sehr ordentlich, habt ihr ein schönes cremiges Bokeh. Also auch der Verlauf von der Schärfeebene im Hintergrund ist wirklich, ich nenne es mal, sehr gleichmäßig und sieht richtig schön aus. Das Bokeh an sich ist auch, ich sag's mal,
der einzige wirkliche leichte Schwachpunkt, den das Objektiv hat. Und zwar, da sind es nämlich einfach die Bokehbällchen. Wenn ihr das jetzt hier im Beispiel mal seht, dann seht ihr da einfach sehr viele Zwiebelringe in den Bokehbällchen, also Onion Rings. Und das ist ein Thema, es gibt viele Objektive, die haben das einfach überhaupt gar nicht. Manche Leute stört es jetzt, mich stört es nur begrenzt. Also ich sag's mal so, für das, was das Objektiv ansonsten so abliefert, kann ich damit leben. Aber natürlich, es würde auch schöner gehen, wenn man da einfach gar keine Zwiebelringe hat. Wie gesagt, das Objektiv hat die und die lassen sich auch nicht verbergen. Also die seht ihr dann, vor allem wenn ihr hier mit 50 Megapixel Auflösung arbeitet. Und das müsst ihr einfach für euch wissen, ob das euch jetzt stört oder nicht. Es ist halt so, es ist schon wirklich ein sehr teures Objektiv und das will natürlich dann schon auch überlegt sein, ob man das Geld investieren will, weil die Linse ist nicht perfekt. Das ist eben so, aber sie performt auf einem sehr hohen Niveau. 11 Blendenlamellen sorgen dann auch für Blendensterne. Die sind jetzt aber nicht so, dass ihr richtig harte Strahlen habt. Die sind also auch ein bisschen weicher. Es gibt ja Leute, die stehen da auf die wirklich harten Blendensterne. Die erreicht ihr hier mit dem Objektiv nur schwierig bis gar nicht. Also da müsst ihr halt eben auch für euch wissen, was ihr denn genau haben wollt. Ein paar Dinge haben sich da jetzt wirklich negativ angehört. Aber alles in allem bekommt ihr mit dem Objektiv das meiner Meinung nach wahrscheinlich beste Zoom-Objektiv, was gerade für Sony zu haben ist. Gerade mit der durchgehenden Blende von 2 könnt ihr euch damit die eine oder andere Festbrennweite ersetzen, was halt schon wirklich sehr ordentlich ist. Das ist dann auch so ein bisschen so, dass ihr über den Preis wieder was spart, wenn ihr jetzt nicht 3, 4 andere Objektive kaufen müsst. Es ist halt so, 3.600 € sind halt auch kein Schnäppchen. Wie gesagt, das Objektiv ist nicht perfekt, performt aber wirklich auf einem richtig hohen Level. Meiner Meinung nach ist es eins der besten Objektive, was ihr gerade für Sony haben könnt. Aber ihr erkauft euch das natürlich auch mit einem relativ hohen Preis. Es ist aber so, es ist auch alternativlos. Ihr bekommt kein anderes Objektiv im Sony-Bereich mit einer durchgehenden Blende von 2, also ein Zoom-Objektiv. Konkurrenz sehe ich da vielleicht so ein bisschen in dem 2470 G Master 2. Da habt ihr dann eine durchgehende Blende von 2,8, seid also eine Blendenstufe schlechter, habt aber untenrum 4 mm mehr. Eine andere Konkurrenz ist vielleicht das Tamron 3550 mit Anfangsblende 2 bis Blende 2,8 im oberen Brennweitenbereich. Ihr habt da eine Blende 2 untenrum, aber eben auch erst bei 35 mm. Da fehlen euch 7 mm untenrum. Obenrum habt ihr dafür einfach 70 mm mehr und seid dafür auch nur bei Blende 2,8, was ja auch schon relativ lichtstark ist. Und das Tamron bekommt ihr einfach zu, ich glaube, weniger als der Hälfte von dem Neupreis vom Sony-Objektiv. Hat eben den größeren Brennweitenbereich, ist aber auch im Gegenlichtverhalten und so nicht auf dem Niveau, was euch die Sony so bietet. Aber es ist halt eben so, ihr könnt da deutlich Geld sparen. Und wenn ich so ehrlich bin, ich müsste mir da schon wirklich sehr schwer überlegen, ob ich das Tamron nehme oder das Sony hier. Klar, wenn ich jetzt eine Kamera habe wie die A1 Mark II, wo ich auch die 30 Bilder pro Sekunde voll ausnutzen will, dann greife ich da natürlich zu Sony-Objektiven und dann würde ich auch hier das Blende 2 Objektiv nehmen, weil es ist ja bekannt, Sony begrenzt Dritthersteller da eben auf 15 FPS und auch an der A9 III oder sowas könnt ihr da halt die volle Leistung, die volle Geschwindigkeit mit einem Dritthersteller nie ausschöpfen. Und da macht so ein Objektiv hier dann schon Sinn. Wie gesagt, das Objektiv an sich hat mich schon wirklich sehr überzeugt. Es macht richtig Spaß, damit zu fotografieren. Es ist lang nicht so schwer wie jetzt das Objektiv von Canon. Eine Blende 2 bringt euch immer wieder doch eine Lichtstärke und im Lowlight einfach Möglichkeiten, die ihr so mit anderen Zoom-Objektiven einfach nicht habt. Das ist schon was Besonderes. Es interessiert mich sehr, was ihr denn über das Objektiv denkt. Ist es euch zu teuer oder habt ihr es euch schon bestellt? Träumt ihr davon, weil ihr vielleicht bei einem anderen Hersteller seid, der das Ganze so gar nicht bietet? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Danke nochmal an Fotoprofi und die Filiale in Stuttgart, welche es möglich gemacht haben, das sehr zeitnah jetzt testen zu können und vor allem über einen längeren Zeitraum. Das einfach nicht, das ja, ist nicht verständlich, selbstverständlich und bietet mir einfach die Möglichkeit, unabhängig die Reviews zu machen, ohne dass ich da irgendeinem Hersteller was versprechen muss, was ich vielleicht gar nicht halten will. Über Sachen wie jetzt auch hier, dass man mal über Nachteile redet. Deswegen danke nochmal an fotoprofi.de.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.